Hoi, ich bin der Stefan und das ist mein Bassblog. Und jetzt habe ich mir wirklich hart getan, den Blog heute anzufangen. Ich meinte, ich zeige dir mal, wie ich übe. Dann habe ich viele andere Ideen im Kopf und nach dem Interview mit dem Reinhold Giovanet von Radio Freier Fall, verlinke ich unten in der Beschreibung, wo ich 35 Minuten lang interviewt worden bin über den Bassblog und was ich so in 40 Jahren so an Erfahrungen gemacht habe im Bassspielen und was ich darüber halte und darüber denke und darüber reflektiere. Ja, habe ich mir gedacht, ich mache heute ein kleines Statement über meinen Coach Ryan Trebilcock. Ryan, und das haben wir vorher kurz schon eingeblendet, war der letzte Coach von der was am dritten Tag präsentiert worden ist beim Blueprint Live Event in London. Und ja, er hat wie in seiner Art ganz systematisch minimalistische Ansätze gebracht, wie man Basslinien aufbaut. Und ich habe es ziemlich interessant gefunden. Das ist sein Ansatz. Er hat einen ziemlich intellektuellen und vielleicht auch trockenen Ansatz, wie man Musik macht, aber er ist ein ziemlich starker Pädagoge. Und da ist mir etwas aufgekommen, was ich jetzt mit dir teilen möchte. Und deswegen ist eine kurze Reflexion, aber das mal vielleicht wird es nicht eine halbe Stunde Video, sondern eine kürzere Version, aber die ist mir ziemlich wichtig. Wir in meinem Blueprint-Kurs also im Programm vom Scott Space Lesson eingeschrieben habe, habe ich ein paar Wochen gewartet, bis mir der Leiter vom Kurs einen Coach zuweist. Und dann ist mir gesagt worden, ja, sie haben mir einen Ryan Trebilcock zugewiesen. Und ich habe nie was von ihm gehört gehabt, deswegen habe ich natürlich sofort gegoogelt oder wie man halt sucht auf Socials und so weiter und habe relativ wenig über ihn gefunden und habe mir gedacht, ja, komisch, wieso weisen sie mir den Coach zu? Wenn es auf der Seite von Scott Space Lesson Sites, da gibt es eine ganze Liste von Coaches vom Blueprint Event und ein paar habe ich eigentlich auch vorgestellt. Ich weiß auch nicht, ob ich du oder Eng sagen soll. Bitte schreib es mal in die Kommentare, was dir lieber gefällt oder was Eng lieber gefällt. Das ist jetzt eine stilistische Sache, die vielleicht gar nicht einmal total ist, aber ja, ich weiß nicht, ich mache da eine Konfusion im Kopf. Jedenfalls, da gibt es Coaches wie Paul Gary zum Beispiel, das ist ein Bühnentier, der mit allen möglichen Leuten spielt und wenn du auf YouTube schaust, von ihm findest du voll viel mit Dire Straits, Rival Bands, mit Leuten, also wo auch Founders von den Dire Straits dabei sind. Da findest du wirklich brutal viele Sachen und die sind alle voll charismatisch. Und wenn du da die anderen Folgen von Event in London angeschaut hast, merkst du auch, die sind charismatisch, das sind ganze Solospieler, die haben einen Charakter, der eben expansiv ist, der was dir in Enthusiasmus fördert, der was dir mitreißt, der sympathisch sein, mit dem du reden kannst und Lust hast zu reden. Und spontan hat mir als Musiker oder als Mensch vielleicht einfallen, ja, ich würde gerne mit dem mich austauschen, mit der Erfahrung von diesem, mit dem Enthusiasmus von diesem. Und da war ich, ehrlich gesagt, nach der Entscheidung, dass mir Ryan Trebilcock, also eine Person, die ich nicht kenne, zugewiesen worden ist, hat mich am Anfang ein bisschen enttäuscht. Ganz ehrlich gesagt, ich habe mir gedacht, ja, wieso weisen sie mir den Coach zu? Und die haben das nicht einordnen können, bis sie nicht in London war und die Person da kennengelernt haben. Ich habe ja mittlerweile 3 Coachings mit ihm gemacht
Und er ist mal so, ja, ich habe ihn Frust auch schon ein bisschen ausgedrückt, aber so sehr systematisch vorkommen und sehr ein bisschen starr und rigide und ein bisschen, ja, eben auf seine Art und Weise ziemlich systematisch und auch mit einem intellektuellen Ansatz, ja, den ich verstehe, aber eben nicht so charismatisch wie die anderen. Und dann habe ich gedacht, die haben mir einen Coach zugewiesen und vielleicht ist es gar nicht der richtige für mich und die haben viel Geld dafür ausgeben, für das, für die Schulungen, für die Begleitung ein Jahr lang. Und ja, und wollte eigentlich schon schreiben, ja, bitte weist mal einen anderen Coach zu und so weiter und so fort. Und dann habe ich das in London gesehen und dann habe ich gesehen, dass er eben vielleicht sogar ein bisschen erläutert und ein bisschen halt nicht im Rampenlicht gestanden ist bei seiner Präsentation, sondern eher eben systematisch und eben auch pädagogisch, inhaltlich auf einem Niveau, wo das mir einfach gut zusagt. Und dann habe ich das jetzt eine Weile reflektiert. Jetzt bin ich ja schon etliche Wochen wieder da. Und habe noch ein Coaching mit ihm gehabt und bin mittlerweile der Überzeugung, dass das Ego oft einmal der größte Schweinehund ist, den du hast. Also, und da stellt sich natürlich ganz viele andere Fragen. Stellen sich andere Fragen, zum Beispiel, wieso gehst du auf die Bühne? Was für eine Rolle hast du zusammen? Bist du gern zusammen, weil du dich gern bestätigt fühlst, weil du dich gern gesehen fühlst, weil du dich gern voll Komplimente, weil du gern Komplimente herrschst und so weiter. Eben, das hat eine große Fragestellung, was dein Ego betrifft. Das Musikmachen an und für sich und natürlich auch das, was du dir von deinen Lehrern oder deinen Vorbildern erwartest. Und das hat bei mir etwas ausgelöst, wo ich mir gedacht habe, was will ich eigentlich wirklich von der Musik? Will ich im Rampenlicht stehen? Oder ist das für mich etwas tiefergründiges? Und ich bin zum Schluss gekommen, mir gefällt Musik. Und ich bin ein Bassist. Ich bin kein Solo-Bassist, ich bin nicht vorne auf der Bühne, ich singe nicht solo, im Sinne von, ich singe meistens Backing Vocals, wenn. Und ich bin gern im Dienste von der Musik. Und durch mein Studium, durch Musikwissenschaften am DAMS, Musik und so weiter, habe ich einen ziemlich intellektuellen Ansatz. Ich möchte verstehen, was angeht, wie es funktioniert, wie man es macht. Und es ist auch mühsam und es ist auch tägliche Kleinarbeit. Und deshalb, deshalb nur mal die Bestätigung. Ja, man kann vertrauen, wenn etwas passiert. Es ist nicht alles gegen einen, es ist oft einmal sogar für einen. Und in dem Fall die Entscheidung, mir Ryan Trebilcock zuzuweisen, mit dem ich wirklich jetzt mittlerweile sehr zufrieden bin und der mich ziemlich minutiös, wirklich millimetrisch unterstützt. Das war ja einmal im Monat, aber er gibt mir so viele Aufgaben, dass ich jeden Tag voll zu tun habe. Das hat mir nochmal die Herausforderung gestellt, mir in Frage zu stellen und sagen, ja, okay, was kommt vorher? Die Musik oder das Ego, das sich darstellen? Und in diesem Sinne, ja, habe ich mir ganz viele Gedanken gemacht, auch über den Mythos des Musikers, der Rockstar, des Solo-Musikers, der was die geilen Solos schmeißt und so weiter. Ja, das ist von mir aus gesehen ein abgeschlossenes altes Thema, vielleicht für mich nicht mehr relevant in dem Sinne. Ich bin da sicher durchgegangen und ich weiß auch, viele Musiker gehen da durch, wenn sie anfangen Musik zu machen, dann sehen sie das hauptsächlich als darstellendes Bild. Du bist auf der Bühne, bist im Licht, du bist umjubelt,
du bist geschätzt. Und das wird auch so ein bisschen als Mythos verkauft von vielen, ich sage mal, im ganzen Musikbusiness, wo du Instrumente kaufst und die anbietest und dann dir ein Image schaffst auf Instagram und auf Facebook und so weiter. Da wird allem das unterstützt, das sich zeigen und sich im Vordergrund stellen. Das ist ein altes Thema und es ist allem nur gut vermarktet. Für mich persönlich ab jetzt bewusst nicht mehr relevant. Und da kommt mir auch wieder das Bild in den Kopf, was ich gesehen habe auf Primrose Hill im ersten Tag vom Blueprint Event. Das hat es von William Blake mal übersetzt auf Deutsch und vielleicht ein bisschen erläutert interpretiert. Ein kleines bisschen die Übersicht vom Hügel London und übersetzt dem spirituellen Sonnenlicht begegnen. Also Klarheit schaffen und nach außen und nach innen hin. Schaust du an. Das Foto ist auf dem ersten Video angekommen in London. Nein, das ist am ersten Tag vom Blueprint Live Event habe ich Vormittag noch eine Runde gemacht in London und dann sieht man das Bild. Danke Ryan Treblecock, dass du mich so gut begleitest. Du wirst das Video wahrscheinlich nie sehen, sicher nicht verstehen, weil es ist auf Dialekt und du bist in London. Danke an den Ansatz, klare Grenzen und minutiöses Arbeiten bringen die eher, laut dem, was ich überzeugt bin, allerweil in Freiheit auf der Bühne Musik zu machen und vielleicht auch im Allgemeinen als Ansatz. Und deswegen genau die richtige Wahl für das Jahr. Ein bisschen kürzerer Blog diesmal, wieder ohne Musik, aber ich versprich, nächstes hin werde ich ein bisschen wieder mich mehr auf den Bass beim Spielen konzentrieren. Und viele andere Ideen im Kopf. Auch das Interview an von Reinhold Giovanet für Radio Freier Fall. Interview, der verlinke ich unten. Und danke fürs dabei sein. Wie schon gesagt, Kommentare gern bitte allem da unten, weil das soll, in meinen Wünschen ist das ein interaktiver Kanal, wo die Leute gern ihren Meinung, ihren sogenannten Senf dazugeben können und für einen Austausch gedacht, nicht für mich, um irgendwas zu sagen. Danke fürs Dasein und bis zum nächsten Mal. Ja, und jetzt ist Stopp.